Wenn man über Goethe redet, darf man ein Werk nicht auslassen: Faust. Am ersten Teil seines Werkes Faust, welches das meistzitierte Werk der deutschen Literatur ist und zu den größten Werken der Weltliteratur gehört, hat Goethe von seinem 21. bis zum 57. Lebensjahr gearbeitet. Der zweite Teil wurde 1832 kurz nach Goethes Tod veröffentlicht. Somit ist ersichtlich, dass er 60 Jahre, also fast sein ganzes Leben lang, am Faust gearbeitet hat. Daher heißt es, dass Goethe in Faust die Gesamtheit der deutschen Sprache abbildet, wie sie zwischen 1770 und 1830 war. Goethe erzählt uns in Faust einen Sachverhalt, von dem heutzutage im Zusammenhang mit Geheimgesellschaften immer mehr die Rede ist. Die Geschichte handelt von einem wissensdurstigen Wissenschaftler Heinrich Faust, der sich fragt, was die Welt im Innersten zusammenhält, und er kann sein Leben nicht mehr genießen. Deswegen schließt er einen Pakt mit dem Teufel und gibt seine Seele dafür. Der Teufel Mephisto wettet mit Gott, dass er Faust vom rechten Weg abbringen kann. Es gibt wenige Werke, über die so viel spekuliert wird. Jedes einzelne Motiv des Fauststoffs wurde etliche Male untersucht und erläutert. Goethe selbst trat sowohl den Freimaurern als auch 1783 den Illuminaten bei, die damals schon angefangen haben, politische Zwecke zu verfolgen, was sogar durch die vor nicht allzu langer Zeit gefundene Beitrittsurkunde bewiesen wurde. In der Freimaurer-Wiki steht hierzu, dass Goethe unter dem Namen Abaris tätig war und schnell höhere Grade erreicht hat. Viele sind der logisch nachvollziehbaren Meinung, dass viele Werke von Goethe, wie zum Beispiel Faust, welches heute noch an den Schulen gelesen werden muss, von Praktiken der Geheimgesellschaften geprägt sind. Es ist nicht auszuschließen, dass es neben den wissenschaftlichen und dichterischen Intentionen immer noch eine versteckte und okkulte Botschaft gibt, die man nicht offen aussprechen darf. Als Politiker, Freimaurer oder Illuminat hat Goethe viel gesehen. Was hält die Welt nun im Innersten zusammen? Es ist wieder dieselbe Thematik wie heute. Was passiert mit einem Wissenschaftler, der viel Wissen erlangt, aber das Leben nicht genießen kann? Was passierte mit Goethe als Wissenschaftler? Und in welche Richtung entwickelte sich Goethes Leben nun? Die berühmte Frage von Gretchen, eine der wichtigsten Rollen in dem Drama an Faust, ist: Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Diese Frage lässt uns darüber nachdenken, wie Goethe selbst eigentlich darüber dachte. Im Goethe-Museum in Düsseldorf stößt man jedoch auf folgende kritische Haltung von ihm gegenüber der katholischen Kirche. Dem Mittelpunkte des Katholismus mich nähernd, indem ich mit reinstem Sinn die wahrhafte Natur und die edle Kunst zu beobachten und aufzufassen trachte, trat mir so leibhaft vor die Seele, dass vom ursprünglichen Christentum alle Spur verloschen ist. Ja, wenn ich mir es in seiner Reinheit vergegenwärtige, so wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, so musste mir schaudern, was nun an jenen gemütlichen Anfängen ein unförmliches, ja barockes Heidentum lastet. 2013 stellte die Goethe-Gesellschaft in Weimar auf einer Hauptversammlung Goethes Verhältnis zu den Weltreligionen in den Vordergrund. Die Goethe-Gesellschaft wurde 1885 gegründet und beschäftigt ca. 2500 Goethe-Freunde aus aller Welt. Jochen Goltz, der Präsident der Goethe-Gesellschaft, gab viele Informationen zu diesem Thema. Goethe wurde protestantisch erzogen, beschäftigte sich intensiv mit dem Christentum und kannte die Bibel sehr gut. Die Theologie des Kreuzes und der Erlösung durch Gnade habe Goethe kategorisch abgelehnt und bezeichnete sich als dezidierter Nichtchrist. Dennoch habe er einige Regularien des Christentums erfüllt, zum Beispiel die kirchliche Hochzeit und die evangelische Taufe seiner Kinder. Das Judentum habe für ihn kaum eine Rolle gespielt. Weiterhin hat er sich mit dem Islam beschäftigt und in erster Linie den Koran historisch verstanden, um an die Anfänge der Religion zu kommen. Goethe hat mit der Zeit immer mehr Interesse am Islam gezeigt. 1814 las Goethe die deutsche Übersetzung vom Werk Divan, geschrieben vom persischen Dichter und Mystiker Hafiz, und war offensichtlich begeistert davon. Dadurch entstand das 1814 angefangene Werk Westöstlicher Divan, welches die umfangreichste Gedichtsammlung von Goethe ist. In der islamischen Welt gilt Westöstlicher Divan als Meisterwerk deutscher Dichtkunst.
Das Werk ist in 12 Bücher eingeteilt, mit Titeln wie Das Buch des Hafiz oder Das Buch des Schenken. Jedes hat seine eigenen Eigenschaften. Immer wieder wurden neue Bilder von Hafiz übernommen und auf faszinierende Art ins Deutsche übersetzt. Doch wer war Hafiz? Das interessante Verhältnis von Goethe zu Hafiz kann auf vielerlei Art analysiert werden. Sein eigentlicher Name war Mohammed Shamseddin. Hafiz werden Menschen genannt, die den Koran auswendig können. Mohammed Shamseddin ist einer gewesen, der den Koran auswendig konnte. Goethe war so fasziniert von Hafiz' Gedichten, dass er sofort mit der Arbeit am westöstlichen Divan angefangen hat. Bei einem Gedicht geht es um Hafiz und wieso er so genannt wurde. Mohammed Shamseddin, sage, warum hat dein Volk, das Hehre, Hafiz dich genannt? Ich ehre, ich erwidere deine Frage, weil in glücklichem Gedächtnis des Koran geweiht Vermächtnis unverändert ich verwahre und damit so fromm gebahre, dass gemeinen Tages Schlechtnis weder mich noch die berühret, die Propheten Wort und Samen schätzen, wie es sich gebühret, darum gab man mir den Namen. Hafiz, drum, so will mir scheinen, möcht ich dir nicht gerne weichen, denn wenn wir wie andere meinen, werden wir den anderen gleichen, und so gleich ich dir vollkommen, der ich unserer heiligen Bücher herrlich Bild an mich genommen, wie auf jenes Tuch der Tücher sich des Herren Bildnis drückte, mich in stiller Brust erquickte, trotz Verneinung, Hindrung, Raubens, mit dem heiteren Bild des Glaubens. Das Werk zeigt Hochachtung von Goethe gegenüber dem Islam und dem Koran. Ich sah mit Staunen und Vergnügen eine Pfauenfeder im Koran liegen. Willkommen an dem heiligen Platz, der Erdgebilde höchster Schatz. An dir, wie an des Himmels Sternen, ist Gottes Größe im Kleinen zu lernen, dass er, der Welten überblickt, sein Auge hier hat aufgedrückt und so den leichten Flaum geschmückt, dass Könige kaum unternahmen, die Pracht des Vogels nachzuahmen. Bescheiden freue dich des Ruhms, so bist du wert des Heiligtums. Wofür ich Allah höchlich danke, dass er Leiden und Wissen getrennt. Verzweifeln müsste jeder Kranke, das Übel kennend, wie der Arzt es kennt. Närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist. Wenn Islam Gott ergeben heißt, in Islam leben und sterben wir alle. Basierend auf dem Vortrag von Hartmut Heinze in Berlin aus dem Jahre 2016 kann man laut der Goethe-Gesellschaft Erfurt über Goethe und dem Islam zusammenfassend einiges sagen. Während das Abendland dem Orient feindlich gegenüberstand, zeigt so eine hohe Persönlichkeit Interesse am Gegenüber. Genau wie auch Lessing, Leibniz und Herder bemühte sich Goethe um eine gerechte Beurteilung des Islam. Während diese Denker auch die Begeisterung an der Orientierung an einem Gott fanden, was hatte Goethe besonders am Islam fasziniert? Er war der Überzeugung, dass Gott sich in der Natur offenbart und zeigte schon im frühen Alter Begeisterung für die Person Mohammeds, dem Propheten, was ihm zu seinem Dramenprojekt Mohammed inspirierte. Er plante als Student schon ein Theaterstück über den Propheten, davon blieb aber nur das Gedicht Mohammeds Gesang. Seine Neigung zum Determinismus, welchen er zuerst in der Philosophie Spinozas fand, stellte für ihn beim Islam einen Grund für Zuversicht und der bewussten Ergebung in den Willen Gottes dar. Goethe lehnte den Verdacht nicht ab, selber ein Muslim zu sein. Goethe gefiel die geistige Fundierung des koranischen Vorzustandes und die mystische Dimension des Islam. Dabei lernte er auch die arabische Schrift. Das lyrische Ich des westöstlichen Divans ist muslimisch und es werden muslimische Lehrmeinungen vorgestellt. Beispielsweise: Jesus fühlte rein und dachte nur den einen Gott im Stillen. Wer ihn selbst zum Gotte machte, kränkte seinen heiligen Willen. Und so muss das Rechte scheinen, was auch Mohammed gelungen, nur durch den Begriff des einen hat er alle Welt bezwungen.
Abschließend noch ein anderes Gedicht, worin er beispielsweise die Metapher des Weins benutzt, der auch bei den Sufis ein Symbol für die Berauschtheit eines Derwischs mit der Liebe Gottes ist. Ob der Koran von Ewigkeit sei, danach frage ich nicht. Dass er das Buch der Bücher sei, glaube ich aus Muslimenpflicht. Dass aber der Wein von Ewigkeit sei, daran zweifle ich nicht. Oder dass er vor den Engeln geschaffen sei, ist vielleicht auch kein Gedicht. Der Trinkende, wie es auch immer sei, blickt Gott frischer ins Angesicht.